Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Kühlmöglichkeiten, also Kühlboxen oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, denn wir haben hier passive Kühlboxen und aktive Kühlmöglichkeiten für Dinge. Warum ich Dinge sage, das wirst du nachher erfahren. Und wir haben hier Kühlboxen, die bis minus 18 Grad das Ganze schaffen, bis 60 Grad hoch und so weiter und so fort. Und warum kommt das Video erst jetzt, wo der Sommer eigentlich fast schon vorbei ist? Weil ich ewig auf die Metabo Kühlbox gewartet habe. Aber jetzt ist sie endlich da und wir werden das Ganze heute nämlich vor allem auch testen. Wir werden sehen, wie lange wird es dauern, dass die Temperatur runtergeht oder hochgeht mit einem Kühlakku und so weiter und so fort. Natürlich werden wir heute auch wieder etwas verlosen und zwar, weil es so lange gedauert hat, die Metabo Kühlbox. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach unten mit uns in den Kommentaren diskutieren, was hier die beste Lösung ist. Ich merke, ich brauche eine entschieden größere Werkbank, um euch das Ganze hier mal vernünftig zu präsentieren. Aber wir schauen uns ja alles einzeln an und dann werden wir das schon hinbekommen. Aber worum geht es eigentlich? Natürlich gibt es jede Menge Kühlboxen. Aber von anderen Herstellern bestimmt auch günstiger als all das, was wir hier sehen, in der jeweiligen Klasse oder Anwendung. Aber wir haben hier Kühlboxen, die im jeweiligen, entweder im Akkusystem sind, so wie hier, oder im Koffersystem sind, so wie hier auf der Seite. Und deswegen kann das hier natürlich für dich sehr interessant sein. Gerade wenn du einerseits ein Werkzeugfan bist, dann willst du vielleicht von deiner präferierten Werkzeugmarke dir ein entsprechendes eine entsprechende Kühlbox holen. Oder du sagst einfach, ich möchte, dass zum Beispiel so wie hier das Ganze in meinem Koffersystem funktioniert. Und genau deswegen schauen wir uns das an und nicht, weil es auf dem Markt nichts Besseres gibt. Das möchte ich mal ganz, ganz klar sagen. Und das Ganze gilt natürlich auch für diese Kühlboxen. Sicherlich gibt es auf dem Markt andere Kühlboxen und so weiter und so fort. Und im Falle von Metabo kannst du natürlich CAS-Akkus benutzen. Was das Ganze bedeutet, das verlinke ich dir mal hier oben, aber da kommen wir gleich nochmal im Detail dazu. Und wir werden vor allem heute auch mal testen. Wir werden testen, wenn du zum Beispiel den hier nimmst, wie lange hält er denn kalt? Und das werden wir hier vor allem mit den Systemen hier machen. Und bei denen, hier haben wir natürlich Akkus mit drin. Wie lange braucht der Akku, um es runterzukühlen? Wie lange hält der Akku? Wie lange hält das kalt? Und so weiter und so fort. All das schauen wir uns heute an. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Preis. Das Thema Preis ist wirklich interessant, weil du wirst sehen, dass die Metabo sich wirklich in der Mitte einsortiert. Denn wir haben hier eine Box von Metabo, die kleine, ob die jetzt sinnvoll ist oder nicht, werden wir uns auch gleich mal anschauen. Die kostet 25 €. Dann haben wir hier Makita mit rund 60 €. Hier Metabo, eine aktive Box, ja, wir haben ja hier passiv, eine aktive Box mit rund 100 €. Milwaukee kostet auch rund 100 € die kleine Box, die große Dewalt-Box auch 100 €. Hier sind wir im Bereich von 140 € und hier drüben, naja, hier sind wir bei über 400. Wenn ihr euch für die Geräte interessiert, schaut mal ruhig unten den ehrlichen Preisvergleich, denn gerade die Metabo ist so neu auf dem Markt, da kann sich der Preis natürlich noch anders entwickeln, je nach Nachfrage und ich hoffe natürlich nach unten. Oh, das ist aber auch schwer. 13 Kilo, Freunde. Also, wenn ihr was Leichtes haben wollt, dann ist das natürlich hier echt die falsche Box. Wir fangen jetzt einfach mal bei den passiven Boxen an. Und zwar bei der kleinsten. Und das müssen wir ein bisschen Platz schaffen. Und ich muss sagen, die Größe der Boxen und das Fassungsvermögen, das sage ich euch jedes Mal dazu, weil es ist teilweise schon so, dass die Box hier so leer schon ganz schön was wiegt und du hast hier natürlich auch keine Rollen dran, insofern müssen wir uns das auch mal anschauen. Aber fangen wir einfach mal ganz hinten an und zwar nicht hier, sondern hier. Gut, fangen wir also jetzt bei der Metabo Box an. Man muss hier dazu sagen, diese Box hat im Metabo-System eigentlich nichts zu suchen. Denn es gibt hier keine Befestigungsmöglichkeiten oder ähnliches, dass es zu Metabo gehört. Und das Einzige, was hier Richtung Metabo geht, ist, dass wir hier das Metabo draufstehen haben und dass es grün ist. Ansonsten hat es damit nichts zu tun, im Gegensatz zu allen anderen Boxen. Aber sie kostet nur 20, 30 €, ist recht günstig. Wenn du sagst, okay, so eine schöne kleine Box wollte ich immer schon mal haben, kann das Richtige für dich sein. Ich bin gespannt nachher auch, wie lange sie kalt hält. Das werden wir ja sehen. Wir haben hier einen ganz einfachen Öffnungsmechanismus. Hier, ja, seht ihr das Ganze. Was aber wichtig ist, ist Folgendes: Wir haben hier keine Dichtung. Also gar keine Dichtung, kein gar nichts. Das heißt, wir auf, zu machen und das war's. Wir haben also zwei
Plastikkörper oder Kunststoffkörper, die aufeinander liegen. Ob das jetzt optimal ist, ich glaube nicht. Aber Preis-Leistung, ihr wisst, was ich meine. Ich muss sagen, mit solchen Boxen habe ich sehr wenig Erfahrung, aber eine Erfahrung habe ich gemacht, und zwar, da passt nichts rein. Und zwar immer nicht das, was ich gerne benutze. Denn wir müssen mal testen, wir haben hier ein kleines Kaltgetränk, was viele von euch vielleicht gerne trinken. Wir haben die klassische Wasserflasche und die klassische große Flasche. Und jetzt schauen wir mal, passt das überhaupt rein oder nicht und in welcher Art und Weise. Wir nehmen jetzt hier mal unsere klassische 0,5er Bierflasche, tun sie rein, geht nicht. Können Sie reinlegen, hier, schaut mal, das funktioniert. Okay, schräg und so weiter. Das hier ist genau dasselbe, natürlich passt das auch nicht. Wir können es auch hier reinlegen, aber dann wird es schon schwierig. Ja, geht nur schräg. Und bei unserer großen geht es gar nicht. Ja, doch, eine Flasche bekommen wir rein. Eine, oder? Ja, eine einzige. Also ihr seht, für die großen Flaschen ist das noch gar nicht geeignet. Ihr braucht ja also eine andere Lösung. Das wird bei den anderen natürlich viel spannender. So, meine Freunde, ehe wir jetzt mit dem ersten Test anfangen, erkläre ich überhaupt erstmal, wie wir das Ganze durchführen. Bei den passiven Kühlboxen läuft das Ganze so ab, egal welche Größe, das wird nämlich das Interessante sein, benutzen wir 4 haushaltsübliche Kühlakkus, also die jeder von euch theoretisch zu Hause hat, falls man mal hinfällt und sich sein Knie anschlägt. Die packen wir hier rein. Dann schauen wir quasi, wie lange braucht es, bis sie ihren Tiefpunkt erreicht hat. Und schauen, ab wann steigt dann die Temperatur wieder. Also ab wann ist der Kipppunkt. Das schauen wir bei diesen passiven Kühlboxen nach. Da fangen wir mit der Metabo an. Und bei den aktiven Kühlboxen, die werdet ihr später dann sehen, da schauen wir natürlich, wie sehr kühlen die runter, halten sie ihr Versprechen, vor allem die Metabo. Und wie lange hält der Akku? Das testen wir bei diesen. Ansonsten ist hier nichts weiter drin. Also wir benutzen kein anderes Füllmaterial, nur diese 4 Kühlpads. Kein Crushed Eis, keine Eiswürfel, gar nichts. Wir schauen einfach nur, wie gut ist die Isolierung, wenn man hier 4 Kühlakkus drin hat. Und jetzt, fangen wir an. Kommen wir zu Makita. Und ich muss sagen, ich finde diese Box wirklich interessant und ich finde die wirklich, wirklich mega, weil sie zu 100% im System von Makita ist und man sie gar nicht erkennt. Die einzige Chance, diese Box zu erkennen, sind diese weißen Laschen hier. Normalerweise sind sie ja andersfarbig. Und wenn das ganz normal einfach so hier rumsteht in deinem Werkzeugsystem, erkennst du sie nicht. In deinem Turm hast du meinetwegen noch einen Akkuschrauber drauf und so weiter. Erkennt man gar nicht, was das Ganze ist. Und deswegen hat Makita das Ganze auch so hier eingefärbt. Funktioniert so wie jeder andere, ist auch relativ leicht. Ein Fassungsvermögen von 18 Litern. Das klingt erstmal gar nicht so viel mehr als die Metabo von eben, aber sie ist wesentlich, sinnvoller aufgebaut. Ich zeige euch jetzt mal was. Ich mache das so, wie ihr es kennt, auf. Und ihr seht hier ein ganz anderes Inlay. Ich nehme das hier mal raus. Ihr bekommt übrigens einen Tragegurt mit dazu. Auch das finde ich super sinnvoll. Aber was ihr hier seht, ist, schaut mal hier. Hier ist eine Gummidichtung hier oben. Ja? Und die greift hier unten rein, sodass wir hier eine ordentliche Abdichtung haben. Und wir sehen hier die klassische Box. Und wir haben hier entsprechend Dämmmaterial hier mit dabei, um das Ganze zu dämmen. Ja, das sind jetzt, vielleicht sind das jetzt 2 cm oder vielleicht 3 cm nur Dämmmaterial.
Aber immerhin. Und ich bin sehr gespannt, wie lange sie halten wird. Aber ihr seht auch, wie schön das Ganze hier geformt ist. Und ich zeige euch da mal Folgendes. Wir nehmen jetzt hier unsere Standardflasche und schaut mal hier, es passt perfekt rein. Und Makita ist nicht Makita, wenn sie es nicht vorne draufstehen schreiben würden. Wir bekommen davon, naja, 30 nicht, das sind ja Dosen genannt, aber ich denke mal so 20 kriegen wir mindestens rein von diesen Flaschen. Lass mich mal schauen. Nein, ich schätze mal, werden wir mindestens 20 solche Bierflaschen hier reinbekommen oder Kaltgetränkeflaschen und vielleicht noch 1, 2 Akkupacks, ja, und dann geht's voran. Wir machen das anders, Freunde. Wir probieren das einfach nachher beim Test mit aus. Ja? Wie viele Flaschen kriegen wir denn davon rein? Und das machen wir bei jedem. So, jetzt haben wir das hier. Wir bekommen diese Flasche aber auch einfach rein. Nein. Ja. Das ist ein bisschen schade, dass es gerade so nicht reinpasst. Wir können sie aber auch bequem reinlegen und werden davon bestimmt auch eine ganze Menge reinbekommen. Bestimmt 10 Flaschen kriegen wir davon hier rein. Wenn wir die hier reinstapeln, das wird schon funktionieren. Und hier wieder der klassische Test. Das passt natürlich überhaupt nicht. Und auch so, ja, passt es nicht rein. Man muss aber sagen, es ist immer die Frage, was wollt ihr und wozu benutzt ihr das Ganze? Um bestimmte Dinge zu kühlen, könnt ihr das wunderbar nutzen. Gerade auch, ich sag mal, bei Flaschen in der Größe ist es überhaupt kein Problem. Kommt auf einer Seite die Flaschen rein oder auch rechts und links die Flaschen und in der Mitte die Kühlakkus und dann geht's voran. Denn ihr braucht natürlich Eis oder Kühlakkus, die ihr hier reinmacht. Optimalerweise macht ihr hier die Flaschen rein, Crusheis oben drüber und dann habt ihr auch sehr lange wahrscheinlich, das werden wir ja noch rausbekommen, eine Kühlleistung. Schauen wir uns jetzt mal aber als nächstes Ich habe für euch hier gleich mal die Packout-Box geholt, die große, um euch zu zeigen, wie die Milwaukee-Box hier drauf passt. Übrigens ein Hinweis, normalerweise müssen wir vom Preis her eigentlich jetzt die Metabo so ein bisschen da einsortieren, aber wir nehmen die aktiven Boxen zum Schluss. So, ich habe jetzt hier das Ganze vorher nicht zugemacht. Du hast die aufgemacht. Ich habe sie aufgemacht, ja. Warte, guck mal schön. Ja. Also, wir haben hier unser normales Packout-System, so wie ihr das Ganze kennt. Und das hier könnt ihr einfach nehmen, einklemmen und schon hält das Ganze. Und das wollte ich euch kurz mal zeigen. Das ist also voll im Packout-System integriert und ihr könnt auch 2 dieser Boxen direkt hier nebeneinander hier drauf klipsen, wenn ihr das wollt, und natürlich andere Dinge. Um das Ganze zu lösen, habt ihr hier vorne diesen Griff, so, vor, und schon geht das wieder los. Bei Milwaukee haben wir hier eine kleine Kühlbox mit 15 Litern. Ein kleiner Hinweis, blenden wir hier mal ein kleines Bild ein. Und zwar ist es so, dass es von Milwaukee auch eine kleine Kühltasche gibt. Die habe ich leider heute nicht da, gibt es aber auch noch. Heute wollte ich mich aber eigentlich auf Boxen konzentrieren. So, wir haben hier 15 Liter Fassungsvermögen. Das Ganze ein bisschen kleiner, weil halbes Packout. Deswegen machen wir es auch hier vorne auf und schauen hier einfach mal rein.
Als erstes sehen wir hier auch eine Dichtung, und zwar eine sehr, sehr massive Dichtung, finde ich super. Und die wird das Ganze auch wirklich schön dicht halten. Ihr habt hier auch eine schöne Erhöhung, wo das Ganze sich reindrücken kann. So sieht's aus. Das hier bekommt ihr mit dazu, so ein kleines Fach, was ihr hier oben rein tun könnt. Ja, hier könnt ihr zum Beispiel auch kleine Sachen mal, weiß ich nicht, eine Scheibe Brot oder was auch immer hier mit reinnehmen oder einen Apfel, irgendwas anderes kühlen. Und dann habt ihr hier eure Kühlmöglichkeit. Ich weiß, es ist ziemlich dunkel. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Schauen wir mal an. Oh. Das sieht aber nicht gut aus. Ah, doch. Nein. Nein, das geht gerade nicht. Das geht gerade nicht. Nein, das geht nicht. Es funktioniert nicht. Also das ist schade. Also nicht mal das passt rein. Ihr könnt es natürlich reinlegen. Ja, von euch aus hier. Das funktioniert schon. Aber ja, das hier geht auch. Das ist kein Problem. Und das hier, oh ja, auch das geht hier rein. Aber auch nicht so richtig. Ja, also insofern habt ihr hier schon die Möglichkeit, was rein zu tun, aber nicht mal sowas passt hier richtig rein. Also schaut mal, ob das Richtige für euch ist. Jetzt haben wir immer die Frage, was macht man hier rein? Ja? Getränke sind natürlich der Klassiker. Viele werden aber da auch Lebensmittel reintun oder andere Dinge oder natürlich auch Dinge auf dem Bau, die gekühlt werden müssen. Das gibt es ja auch, aber da kommen wir bei den aktiven Boxen gleich nochmal dazu. Aber dann schauen wir uns jetzt mal Dewald an. Und eine Sache, die ich schwach finde bei Makita, ist folgendes. Hier ist kein... Ist das ein Flaschenöffner? Nein, das ist Spaß. Hier gibt es keinen Flaschenöffner mit dazu. Ich weiß. Gerade letztens kam wieder die Diskussion bei Milwaukee Radio. Wer auf der Baustelle einen Flaschenöffner braucht, der ist da falsch. Ja, fein, mag alles sein. Ich verstehe das schon. Aber ich finde es gut, wenn man einen Flaschenöffner mit dabei hat. Und zwar ist hier einer direkt mit eingebaut. Bei Dewald sehen wir hier schon ein sehr massives System und das Ganze fügt sich natürlich auch in das Dewald-System ein. Hier seht ihr die entsprechenden Haken und ich habe das vorbereitet. Eine Standard-Dewald-Box, es könnte auch eine Werkzeugbox sein oder was anderes, können wir hier ganz normal entsprechend einhaken. Ja, und jetzt ist es hier festgehakt. Das heißt, hier drauf können wir jetzt unser Werkzeugturm bauen. Natürlich hier jetzt die nächsten und so weiter und so fort. Ja, finde ich super. Deswegen haben diese Boxen überhaupt für mich eine Berechtigung, dass sie in das System mit reinpassen. Und gerade hier finde ich super, es ist halt, ich sag mal, ein Basement, also das Fundament des Trolleys, was wir hier haben. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht und wir können das Ganze ja auch massiv belasten. Und überlegt mal, nehmen wir mal an, ich mache hier 20 Liter rein, genau 20 Liter Eis hier rein tun, also als Beispiel, und das Ganze dann rumzutragen, ist schon wirklich schwer. Ja? Das sind 10 oder 20 Liter, ist eigentlich egal, weil so ab 15 Kilo wird sowas ja auch durchaus mal schnell unhandlich. Und hier habt ihr die Möglichkeit, entsprechend das Ganze mit dem Griff hier in der Gegend rumzufahren und ihr könnt den Griff ausfahren und dann fahren wir das Ganze rum. Moment, ich zeige euch das mal. Wir nehmen das mal hier runter und dann seht ihr hier, fahren wir es in der Gegend rum, funktioniert. Mein kleiner Werkzeugkoffer. Nochmal. Geht natürlich auch super. Ja, natürlich. Falls ihr übrigens das Video zu diesem Buch noch nicht gesehen habt,
Schaut euch das einfach mal hier an. Super Boden, sehr interessant. Schaut euch mal, Werkzeugboden, ja, den wir innerhalb von 2 Stunden hier verlegt haben. Und zwar in der ganzen Werkstatt. Aber es geht ja eigentlich hier drum. Also ihr seht hier, man kann das wunderbar hin und her fahren. Im Gegensatz zu Makita, da werdet ihr nachher noch was sehen. Apropos übrigens 20 Liter, wir haben hier ein Fassungsvermögen von 28 Litern. Das heißt, wir könnten hier auch 28 Liter eiskaltes Wasser reinmachen und uns nichts anderes. Oder wir können auf jeden Fall relativ viel Eis mit dazu tun oder Kühlpacks. Jetzt gucken wir mal hier rein. Sehr massiv übrigens gemacht das Ganze. Und was mir ein bisschen Sorgen macht übrigens, ist die Angabe da unten. Da steht was von 3 Tage hält das Ganze mit Eis. Uiuiui, sind wir mal gespannt, was unser Test dann aussagt. Aber erstmal schauen wir hier rein. Übrigens, schön gemacht. Wenn wir das Ganze hier nach hinten klappen, seht ihr, schaut mal hier auf den Griff, dass er mit nach hinten klappt. Ja? Jetzt zeige ich das mal am besten von der Seite. So, ja. Schön gelöst, ja, und intelligent, finde ich. So, hier sehen wir auch wieder, hier haben wir eine richtige Gummilippe, die hier drumherum geht, die entsprechend hier reinfasst. Der Standardtest passt wunderbar. Wasser passt auch wunderbar. Ja. Und das hier passt nicht. Schade. Also die großen Flaschen passen nicht, aber zumindest das. Und hier ist wirklich ein riesiger Innenraum, ein riesiger Platz, den wir haben. Das finde ich echt interessant. Und natürlich ganz wichtig, was auf keiner Baustelle fehlen darf. Auf keiner Baustelle darf das fehlen. Der Flaschenöffner. Auch hier haben wir natürlich den ganz wichtigen Flaschenöffner wieder am Start. Und ich möchte kurz auf eine andere Sache eingehen. Und zwar, diese Boxen sehen immer sehr massiv aus. Aber ganz wichtig, das sind keine Leitern. Dafür sind sie nicht gedacht. Na klar, könnte man auch theoretisch hier mal draufsteigen und irgendwo das als Ablage nehmen oder als Ablage und. Aber dafür sind sie weder zertifiziert noch gedacht. Allgemein, diese Boxen sind nicht dafür gedacht, am besten noch gestapelt zu werden und dann als Leiter. Macht das bitte nicht. Ja, dafür ist es nicht da. Hier ein kleiner Hinweis. Hier haben wir auch wieder, wie bei der anderen Box, auch Cupholder. Hier inzwischen in der Größe oder in der Höhe, wo ich sage, ja, okay, hier kann man auch wirklich mal was reintun. Aber wir sehen hier, wir haben eine extrem breite Box, extrem große Box und schwer. Wir haben hier ein Gewicht von über 3 Kilo, aber ein leicht kleineres Fassungsvermögen als bei der Box hier. Und zwar haben wir hier etwas unter 26 Liter, die wir hier reintun können. Und einen sehr massiven Verschluss. Schaut euch das mal an, wie groß der ist. Bevor wir reingucken, der Hinweis, auch hier haben wir das System, mit dem wir entsprechend das Ganze hier stapeln können. Wir könnten zum Beispiel eine zweite von den Boxen nehmen und hier oben drauf tun und so weiter und so fort. Aber es dann noch wegzutragen, das wird langsam wirklich schwer. So, jetzt gucken wir mal rein. So. Auch hier sehen wir wirklich eine massive Dichtung hier oben, ja, einen massiven Gummi, der hier aber direkt drauf lagert. Was ihr aber seht, ist Folgendes. Wir haben hier eine sehr, sehr breite Dichtung im Verhältnis. Wobei, nee, das stimmt gar nicht. Dadurch, dass es hier nach innen wieder geht, relativiert sich das hier so ein bisschen. Also ich denke mal, das sind aber auch so 3-4 Zentimeter an Dichtung, die wir hier drin haben. Und der klassische Test, ihr seht, Nummer 1 passt, Nummer 2 passt auch, Nummer 3, nö. Aber das passt. Ja. Das ist jetzt kein Problem. Das passt hier wunderbar rein. Ja. Dafür kann man das schon nutzen. Und ihr seht jetzt, in Summe haben wir hier schöne Boxen, oder schöne Kühlboxen.
von verschiedensten Herstellern. Und ich finde es interessant, gerade wenn du auf der Baustelle unterwegs bist oder wenn du auch privat in dem System dich wohlfühlst und die Farben gerne magst, die Marken gerne magst, dann ist das sicherlich ein System, was für dich relevant und interessant sein kann. Wesentlich relevanter ist natürlich, dass die Nutzung dieser Boxen, wenn du sie nicht stapelst, im Akkusystem. Und zwar gerade jetzt hier bei Metabo. So, bei Metabo ist es so, dass wir jetzt hier eine Sache haben, die wirklich interessant ist. Aus folgendem Grund. Überlegt euch mal, ihr habt ja eine Kühlbox, aktiv kühlt, die also wirklich aktiv runterkühlt von der Temperatur, die ihr habt, nach unten und sogar erwärmt bis zu einer bestimmten Temperatur. Welches ist, sage ich euch gleich. Aber ihr seid jetzt hier im Akkusystem, im Akkusystem von Metabo und könnt hier eure Akkus verwenden. Und das ist natürlich die Sache, die so interessant ist. Und ihr habt hier eine Kühlbox für rund 100 Euro. Nochmal der Hinweis, unten findet ihr einen ehrlichen Preisvergleich in der Videobeschreibung. Und wir verlinken euch das vielleicht auch hier oben einfach gleich mal. Und du hast hier gleich 3 Möglichkeiten, das Ganze zu betreiben. Und ich muss nochmal sagen, du brauchst jetzt keine Akkupacks, keine Kühlpacks, gar nichts. Also damit meine ich nicht Akkupacks, sondern Akkukühlpacks. Sondern das Einzige, was du hier benutzt, ist Nummer 1, entweder ein Akku. Ja. Nummer 2, kannst du hier das Ganze auch mit normal 230 Volt betreiben. Hier, ja, geht wunderbar, ist gleich mit dabei und vor allem sehr schön hier auch zu verstauen. Ja. Dann haben wir hier das Ganze nochmal im 12 Volt Bereich. Das heißt, du hast 3 Möglichkeiten, diese Box hier zu betreiben. Und das zusammen mit mehreren anderen Sachen machen diese Box so unwahrscheinlich interessant, weil der Preispunkt ist der, den ich so super finde. Du bist im Metabo-System, ja, also im CAS und hast dann das Ganze noch für einen 100er, so eine schöne Box. Denn du kannst hier eine Sache machen, die du, das verrate ich jetzt schon, bei keiner anderen Box hier machen kannst. Und zwar, Moment, ich zauber jetzt mal. Nicht dichter kommen. Nimmst das Ganze, nimmst das hier. Und das kann keine andere. Und ja. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Aber dass das hier funktioniert, einfach so, das ist wirklich super. Weil ich mag es nicht, dass man große Sachen immer nicht in diese Boxen reintun kann. Was ist ein Nachteil erstmal von der Box? Das, was einem gleich auffällt, ist, es passt nicht ins Metabo-System. Das heißt, wir können nichts hier oben drauf stapeln, gar nichts, auch nicht drauftreten, nichts. Ja? Sonst macht ihr das kaputt, wir gucken es auch gleich an. Ansonsten seht ihr auch hier unten, ja, wir haben hier keine Klammern, kein gar nichts, wir können das auch nicht irgendwo an einem Turm festmachen. Das ist auch ein Nachteil. Ein weiterer Nachteil ist aus meiner Sicht ganz klar das Thema Verschluss. Denn jetzt ist es hier zu, aber eigentlich auch nicht, denn wenn ich jetzt hier so mache, dann geht das schon mit auf. Wenn ich hier ordentlich drücke, nee, weiter geht's nicht. Denn der Verschluss ist hier der Griff, den ihr dabei habt. Wenn ich das hier runter mache, dann schließt er das. Also wenn ich es festhalte, dann geht es nicht weiter zu. Wenn ich es aber hier nach hinten klappe, dann kann ich es einfach aufmachen. Und zwar habe ich hier keinen extra Verschluss. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das Ganze liegt irgendwo rum, meinetwegen, ihr habt jetzt einen Transporter und euch würde das umfallen, dann fällt das um und dann geht's auf. Das ist nicht schön. Also das ist suboptimal. Und jetzt können wir mal vorstellen, okay, jetzt könnt ihr sagen, ich habe es ja falsch benutzt. Aber jetzt machen wir es mal dahin auf. Wenn das Ganze jetzt hier mit Schwung auffällt, dann seht ihr jetzt schon, in dem Moment, und dann ist auch wieder offen. Naja, nee, jetzt. Aber was ihr seht ist, hier ist keine Dichtung mehr, jetzt die schließt. Also ich finde das nicht optimal gelöst. Das ist wirklich nicht so perfekt, aber
ist auch kein Beinbruch. Ja, aber ich muss es wissen, also dass ihr das wisst, das ist eine Sache, die ist nicht perfekt gelöst. Hätte man auch anders machen können. Das Zweite ist, wir haben hier keine Box wie bei Makita, die jetzt hier extreme Temperaturen herstellt, sondern wir haben hier ein System verbaut, womit ihr es schafft, nach unten das Ganze abzukühlen. Nehmen wir mal an, ihr habt mal 30 Grad, dann schafft es das hier nur im Schnitt so um die 18 Grad, das Ganze nach unten zu kühlen. Ergo in dem Fall auf 12 Grad. Ja, ihr habt also 12 Grad, das auf 12 Grad runtergekühlt. Wenn ihr 20 Grad habt, dann natürlich geht es bis nahe 0 ran, aber nicht tiefer als 0. Es gefriert hier drin nicht. Ja, es geht aber in diese Richtung. Das heißt, ihr habt hier ein Maximum in der Temperaturdifferenz. Das Ganze ist auch nach oben so, denn ihr habt hier etwas, und das finde ich wirklich sehr interessant, ihr könnt damit auch wärmen oder heizen. Das heißt, die Box könnt ihr auch einstellen, dass sie hochheizt, und dann kann sie auf bis zu 60 Grad hier den Innenraum hochheizen. Und das wiederum finde ich interessant, weil du damit nochmal andere Dinge machen kannst und auf andere Dinge achten kannst. Es gibt ja auch Werkstoffe, die eine bestimmte Vorlauftemperatur brauchen oder wo es sinnvoll ist, wenn sie warm sind. Und dann ist die Frage, ja, jetzt bin ich auf der Baustelle, möchte irgendwas irgendwie warm kriegen, meinetwegen auf 30, 40 Grad. Wir haben außen nur 10 Grad. Du brauchst aber 30 Grad, um etwas zu verarbeiten oder 20 Grad, um etwas zu verarbeiten. Hier, deine Lösung. Ja, damit kannst du das Ganze machen. Und es gibt natürlich auch Werkstoffe, die solltest du länger kalt halten. Und hier kannst du es auf jeden Fall konstant kühlen über einen längeren Zeitraum, als du es mit solchen Kühlpacks dann machen kannst, weil sie natürlich von einer Temperatur dann entsprechend dann langsam hochgehen. Und hier hast du das aktive Element über den Akku. Dann schauen wir uns das Ganze mal hier vorne an. Ihr habt hier die Möglichkeit, das einzustellen ich mache es mal auch einfach mal an. So. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze also auszustellen oder es auf Kühlen zu stellen oder Wärmen. Dann könnt ihr hier sagen, auf welchem System betreibe ich das Ganze. Hier auf 12 Volt, also nicht 12 Volt Akku, sondern 12 Volt Netzstrom. Dann hier entsprechend auf 230 Volt oder auf 18. Und jetzt kann ich das Ganze einfach hier einschalten. Das Klicken habt ihr jetzt hoffentlich gehört. Ja. So. Und dann fängt das Ganze auch an, schon zu arbeiten. Wenn ihr hier auf kalter stellt, und ihr hört jetzt auch das Ganze anlaufen. Und zwar ist es so, dass wir hier einen Lüfter haben, der hier Luft ansaugt und hier die Luft dann wieder herausbläst, hier an der Seite. Ich glaube nur hier, oder? Ja, nur hier. Das Ganze geht dann hier entsprechend raus. Und hier wird die Wärme getauscht. Wenn ihr hier also etwas raufstellt, dann nehmt ihr ihm jegliche Möglichkeit, seinen Dienst zu verrichten. Aber was ihr so machen könnt, ist ganz einfach das Ganze runterzukühlen oder hochzukühlen und dass ihr es sogar hochkühlen könnt. Also wirklich, finde ich interessant. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, man nimmt jetzt mal einen Eintopf mit und dann ist es dann bis mittags auf jeden Fall warm. Hier auf jeden Fall. Aber es ist nicht dazu da, um jetzt zu sagen, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, meine 3 Würstchen und meinen Eintopf und kann ihn hier hochheizen, wenn ich den vorher im Supermarkt gekauft habe. Das wird jetzt nicht so funktionieren. Ich meine, 60 Grad ist schon ordentlich, aber es ist nicht das, was man sich jetzt erwarten würde, um jetzt wirklich etwas zuzubereiten. Dazu wirst du immer noch etwas anderes brauchen. Letzte Sache noch. Wir schauen natürlich auch mal rein. Ja. Ihr seht hier drin erstmal eine Abtrennung, die ihr auch noch herstellen könnt. Ihr bekommt das hier mit dazu. Ihr habt hier einen etwas höheren Bereich, weil hier drunter sitzt der Akku. Hier einen etwas tieferen Bereich. Ihr könnt das Ganze abtrennen. Das heißt, ihr könnt auch zum Beispiel hier jetzt Eis reinmachen und hier Getränke. Wird zwar nach und nach hier auch durchgehen, aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, schauen wir mal hier, die Standardflasche passt hier auf jeden Fall rein. Hier unten ja sowieso. Die Wasserflasche wird hier auch reinpassen. Ja, ihr seht immer noch. Wobei, wir gucken gleich mal hier. Und dann haben wir noch hier und das hier verschwindet hier drin. Jetzt schauen wir mal, ob das hier zugeht. Weil wir haben hier ja auch den Austritt. Das heißt, hier drin, ja, hier drüber erfolgt die Kühlung und hier wird die kalte Luft hier ausgestoßen nach unten. Ergo ist sinnvoll, auch genau hier an dem Punkt das zu kühlende Material zu haben. Wenn wir jetzt hier gucken, oh ja, sehen wir,
Ja, hier, das geht hier nicht zu. Wir müssen das hier rein tun und dann geht es zu und wir können das Ganze kühlen. Bin gespannt, wie lange das funktioniert. Hallo Werkzeugfreunde, hier ist der Schnitthansel. Ich mache jetzt mit euch den Test der ganzen Kühlboxen. Wir fangen an mit der Metabo Kühlbox. Und zwar schauen wir jetzt allererstes, wie lang braucht die gute Kühlbox, um von der Raumtemperatur, die wir hier haben, im Büro, ganz normal, also keine Werkstatt, sondern einfach nur ein stinknormales Büro, runterzukühlen. Denn die kann eine Differenz herstellen von 18 Grad. Das heißt, wenn wir hier theoretisch 20 Grad drin hätten, kann die runterkühlen auf bis zu 2 Grad. Und das testen wir jetzt einfach mal. Und danach schauen wir noch, wie lange der Akku hält. Ich habe hier einen vollen, wo habe ich den denn? Ich habe ihn, glaube ich, schon drin. Genau, wir haben hier einen vollen Metabo-Akku. Ein 18 Volt, 8 Ampere, genau. Und dann schauen wir einfach mal, wie lange der durchhält. So wie man sieht, haben wir ja zarte 22,9 Grad drin. Ich werde jetzt versuchen, das Ding da irgendwie drinnen zu befestigen, damit wir natürlich die ganze Zeit eine konstante Messung haben und auch schauen können, wie kalt das ganze Zeit ist. Das ging einfacher als gedacht. So, wir stellen das Ganze jetzt natürlich auch auf, so wie wir es halt nur kennen, Max. Sagen, es läuft über Akkubetrieb und dann gehen wir mal Vollstoff, wa? Übrigens noch ein Fun-Fact. Wir haben hier ein Fassungsvolumen von 28 Liter, was genauso viel ist wie unsere große Dewalt-Box. Also ihr seht, es kommt auch immer darauf an, wie das Ganze geformt ist. Höhe, Breite, Tiefe und natürlich auch der Innendurchmesser. Finde ich sehr interessant. Und jetzt kommen wir und müssen wir kommen zu Makita. Kommen wir zu Makita und kommen wir zu einem Gerät, das rund 400 bis 450 Euro ohne Akku kostet. Das ist immer wichtig, genau wie Metabo ja auch ohne Akku das Ganze kostet. Aber wir sind hier im Bereich von rund 450 Euro. Und dafür bekommen wir diese große Box und bekommen diesmal einen Griff, den man hier übrigens auch verstauen kann. Der wabbelt nicht in der Gegend rum, sondern ihr müsst den so rausnehmen und unten haben wir Rollen. Das ist theoretisch gut. Praktisch eigentlich theoretisch nur. Denn wir haben hier unsere Box, nehmen die runter und jetzt haben wir hier unsere Räder. Aber ich selbst bin 1,85, also jetzt nicht ein Riese. Und wenn ich jetzt damit losrenne, kann ich jetzt hier so losrennen. Aber ihr seht, das macht keinen Spaß. Wenn ich mich normal hinstelle, dann mache ich das die ganze Zeit. Dann rollt mir das hier so. Also ich kann das nicht mit mir rumtragen. Also ich kann es tragen, ja, aber mehr auch nicht. Ich stelle mich jetzt auch nicht an. Es geht einfach nicht. Ihr seht, sobald ich mich normal hinstelle, und dafür ist es nicht gedacht. Also das ist irgendwas, ein bisschen länger wäre schön gewesen, oder zum Ausziehen oder irgendwas. Und ich meine, hauptsächlich werden das wahrscheinlich schon Männer benutzen und die sind eigentlich so groß, dass man sich nehmen kann. Das finde ich schade. Kommen wir zu Makita und wir haben ja wirklich verschiedene Systeme. Makita, ich zeige euch das nochmal. Wir haben ja hier das Metabo-System. Wir haben hier ein wesentlich günstiges System, denn hier ist es so, dass Luft ja auch eingesaugt wird und es wird Luft reingeblasen. Wenn jetzt Luft aber hier reingeblasen wird, was passiert? Es muss auch Luft wieder raus. Und aufgrund dessen ist es natürlich so, dass es auch Kühlleistung verloren geht.
Ja, weil dadurch, dass es immer einen stetigen Kreislauf gibt hier, ist es so, dass natürlich die kalte Luft wieder raustransportiert wird, noch kältere rein, aber das haben wir hier eben nicht. Im Grunde ist das hier eigentlich nichts außer ein Kühlschrank von Makita mit Akkus, weil wir haben hier ein anderes System verbaut. Denn wir haben hier drin keinerlei Austausch. Ja, wir haben hier wirklich einen kleinen Kühlschrank, den wir hier entsprechend befüllen können. Was sich wundert, das hier, was wir noch drin haben, sind wichtige Dinge. Nummer 1, ein Tragegurt. Nummer 2, seht ihr hier, die Möglichkeit, das Ganze mit 12 Volt zu betreiben. Oder auch hier 230 Volt. Das Ganze wird hier angeschlossen, hier hinten an der Stelle, und kann dann so betrieben werden. Also gerade wenn ihr im Transporter unterwegs seid, im Auto oder so, und wollt es da wirklich kalt haben und wollt hier meinetwegen es wirklich gefroren haben auf minus 18 Grad, dann das Gerät hier kann bis minus 18 Grad runterkühlen. Das kann Metabo nicht. Metabo kommt unter 0 Grad nicht runter. Hier bis minus 18 Grad und auch nach oben bis plus 60 Grad. Finde ich super. Das könnt ihr hiermit machen. Und natürlich kostet das System hier wesentlich mehr als das Metabo, aber es ist eben auch ein anderes System und auch effizienter in der Akkunutzung. Denn wir haben hier ja die Akkus, die wir hier einsetzen können. Und zwar hier ganz normale 18 Volt Akkus. In dem Fall habe ich hier die 6er genommen und ihr macht die ganze hier rein. Es ist übrigens auch betreibbar schon mit einem Akku. Ja, ihr braucht keine zwei, sondern wenn einer leer ist, dann wird der andere genommen, bis der entsprechend leer ist. Ja. Das seht ihr einfach hier ein. Und ihr habt hier hinten noch eine Funktion, und zwar dort, ihr könnt auch euer Handy hier laden. Ja, einfach hier mit anschließen. Dann könnt ihr das Handy auch noch hier verstauen, wenn ihr wollt, beziehungsweise auch einfach hier außen hier rauslegen und könnt das laden. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das hier sehr hartes Plaste ist oder Kunststoff ist. Ich hätte es mir etwas weicher gewünscht, damit es auch nicht so schnell nachgibt. Denn wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ihr es wirklich auf dem Bau benutzt, dann wird das hier, glaube ich, das erste sein, was kaputt geht im Verhältnis zu allem anderen. Das wäre ein bisschen schade, wenn jetzt hier das Ganze offen liegt. Jetzt die Frage, was passt denn hier rein? Der übliche Test wie eben, das passt rein. Geht es auch zu? Ja, das passt rein, aber alles andere hier, das wird schon nicht mehr reinpassen. Und ich meine, hiervon gar nicht zu sprechen. Die Wasserflasche wird natürlich hingelegt, hinpassen, aber diese Flasche gerade so, wenn wir es so reinlegen. Ja. Aber es funktioniert im besten Fall, es funktioniert so schon, und ihr habt hier aber auch halt einen schönen rechteckigen, aber doch relativ tiefen Bauraum, wo ihr sowas reintun könnt. Jetzt muss man aber sagen, in Summe haben wir hier, ich muss spicken. In Summe haben wir hier ein Volumen von 20 Litern. Aber, jetzt könnte man sagen, 20 Liter ist ja weniger, selbst als ich hier habe mit 28 Liter. Man muss aber dazu sagen, ihr könnt hier das gesamte Volumen auch für euch nutzen. Das heißt, ihr habt hier wirklich die Möglichkeit, die 20 Liter auch zu nutzen. Hier braucht man noch andere Kühlmöglichkeiten. Das heißt, ihr packt hier Kühlakkus oder Eis oder mit dazu, damit ihr hier die Temperatur irgendwie halten könnt. Hier könnt ihr es komplett nutzen, weil ihr ja keinen Zusatzkühlstoff oder Kühlmittel hier mit rein tun könnt. Übrigens auch hier nochmal der Hinweis, das hier ist keine Leiter. Klar, man könnte sich hier theoretisch raufstellen, aber dafür ist es wirklich nicht gedacht. Das ist eine Ablage, um hier oben drauf vielleicht ein Brettchen mit draufzulegen oder was auch immer, aber für nichts anderes. Hier schaltet ihr es ein und hier sehen wir einen großen Nachteil. Wir haben jetzt hier minus 18 Grad, die wir herstellen können. Dann haben wir minus 10 Grad, ja, also 18, kälter geht's nicht. Minus 10, minus 15 können wir nicht machen. Dann haben wir 0. Was ist, wenn wir minus 5 haben wollen? Können wir nicht einstellen. Ja, wir haben nur diese drei Möglichkeiten. Nach oben haben wir auch 5 Grad, 10 Grad. Um es auf Wärme zu stellen, müsst ihr hier einen Doppelklick machen. Habt jetzt hier 60 Grad eingestellt, um es nach oben zu heizen. Könnt es dann runterstellen, 55 Grad. Das war's. Also ihr habt nur 55 Grad oder 60 Grad. Das ist alles. Also mehr geht wirklich nicht.
Mehr kann man nicht einstellen. Das liegt auch nicht daran, dass hier die Akkus leer sind oder sonst irgendwas, sondern es geht nicht mehr. Und das finde ich sehr schade. Und das hier darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe das Ganze schon ein bisschen getestet und du wirst das gleich sehen, was wir alles gemacht haben. Und bei der Box fand ich eine Sache interessant. Und zwar, ich habe das Ganze eingeschaltet, habe es auf minus 18 Grad gestellt und schon nach so 10, 15 Minuten war es so, dass ich hier am Rand Eiskristalle hatte und das Ganze wirklich super schnell auch kalt wird. Aber lass uns das doch jetzt einfach mal testen. Ich muss euch sagen, wir haben wirklich lange getestet. Wir haben weitaus mehr als eine Woche gebraucht, um hier alles durchzutesten und uns auch wirklich so ein bisschen durchzuprobieren. Am Ende haben wir eine ganz klare 3-Klassengesellschaft. Natürlich ist es so, dass wir hier unsere mit Akku betriebenen Geräte, dass die ganz weit vorn sind. Ich hätte aber nicht gedacht, dass der Unterschied zwischen diesen Geräten so krass ist. Denn man muss wirklich sagen, dass die beiden Dewalt eine ganz andere Sphäre haben als diese 3 Geräte. Aber jetzt eins nach dem anderen. Bei diesen 3 ist es so, dass sie nur wenig das Ganze runtergekühlt haben. Das heißt, wir haben dort die Akkupacks reingemacht und haben geschaut, wie lange brauchen sie denn, um das Ganze überhaupt mal runterzukühlen. Was ist passiert? Nahezu gar nichts. Wir haben hier nur eine Kühlleistung gehabt oder ein Runterkühlen gehabt zur Außentemperatur von 2-3 Grad. Mehr ist nicht passiert. Es würde besser funktionieren, oder diese 3 Geräte funktionieren eigentlich, diese 3 Boxen, also hier Makita, Metabo und die Milwaukee Box. Da ist es so, nimm etwas Kaltes, tu es dort rein, um mal kurz irgendwo hinzugehen, dann halten sie auch ein bisschen die Temperatur da drin, aber nicht wirklich lange. Das hat der Test auch eindeutig gezeigt. Weil die Kühlakkus sind ja kalt, aber dadurch, dass es so schlecht gedämmt ist im Verhältnis, ist die Kälte immer wieder rausgegangen und deswegen konnten sie auch nicht weiter runterkühlen und können auch nicht lang die Temperatur halten. Also die 3, versteht mich nicht falsch, das ist jetzt kein Schrott, aber von den 3 könnt ihr nicht so viel erwarten. Dann haben wir hier unsere Dewalts, die beiden haben natürlich eine ganz andere Qualität bewiesen. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben dasselbe gemacht, dieselbe Anzahl an Kühlakkus, ist es so, wir haben hier die Kühlakkus reingetan und wir haben hier eine massive Kühlleistung gehabt oder massives Runterkühlen gehabt bei diesen beiden Geräten. Es wurde kälter und auf der Temperatur wurde es auch über einen recht langen Zeitraum gehalten. Ich glaube, es waren 4-5 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere, die hier die Temperatur gehalten wurde. Das heißt also, theoretisch kannst du einfach sagen, ich habe etwas, was noch nicht so kalt ist oder vielleicht auch etwas, was du schon runtergekühlt hast im Kühlschrank, tust es hier rein, ein paar Kühlakkus dazu und dann kommst du wahrscheinlich, weil es ja schon runtergekühlt ist und nicht nochmal extra gekühlt werden muss, über 5, 6, 7 Stunden hin, dass es hier drin kalt gehalten wird. Und das ist schon Wahnsinn. Hier vorne ist übrigens ein Bild drauf, da haben sie Crush-Eis genommen, das Ding komplett hier geflutet und haben dann Flaschen reingestellt. Ich glaube, wenn du das hier mit Eis flutest, dann wirst du hier über
einen Tag wahrscheinlich, über 24 Stunden oder länger, wirklich eine tiefe Temperatur hier drin herbekommen. Aber erstmal für den Standardfall, wo man sagt, ich nehme einfach was mit, Flaschen rein oder was anderes, was ich kühlen will, Akkus rein, halten die wirklich lang. Und das für nur 100 bis 140 Euro. Übrigens nochmal der Hinweis, für alles natürlich den ehrlichen Preisvergleich findest du unten in der Videobeschreibung. Und über die beiden müssen wir natürlich auch nochmal, vielleicht auch einzeln reden. Ich nehme die hier mal runter. Und hier ist es so, dass wir hier auch zwei verschiedene Klassen haben. Das hatten wir vorhin, ja. Auch ich muss ab und zu mal was noch zu mir nehmen. Das haben wir auch zum Testen genommen, aber auch. Hier haben wir eine 450 Euro Box so etwa und so um die 90 Euro. Ganz neu die Metabo. Und deswegen haben wir den Test auch verschoben mehrmals, auch aus dem Sommer leider raus verschoben hierhin. Bei der Box ist es so, dass sie angegeben ist mit, sie kann so etwa 18 Grad das Ganze runterkühlen. Das heißt 18 Grad von der Außenluft zu dem, was hier innen drin passiert. Wenn ihr euch das jetzt mal vorstellt, wir hatten zu dem Zeitpunkt des Tests so rund 22 Grad bei uns im Büro. Und er hat es geschafft, das Ganze auf 4 Grad runterzukühlen. Das heißt, die 18 Grad hat er geschafft und auf der niedrigen Temperatur schafft er es, das Ganze so um die 2 Stunden, 3 Stunden eher zu halten. Sagen wir so um den Dreh. Dann ist der Akku alle und du brauchst einen neuen Akku oder dann ist der Akku halt raus und dann geht die Temperatur langsam auch wieder nach oben. Jetzt muss man sagen, für den Preis, den wir hier haben, ist das natürlich ein absolutes Top-Gerät, denn Preis-Leistung ist super. Wenn du mit dem Gerät in der Nähe deines Autos zum Beispiel bist, 12 Volt ran und fertig oder eine Steckdose auch nochmal in der Nähe hast und musst nur zwischen zwei Orten hin und her kommen, hast hier eine Steckdose, da eine Steckdose, ist das Gerät absolut top. Zumal man nicht vergessen darf, wir können hier sogar heizen mit. Und das ist eine Sache, darüber muss man erstmal nachdenken. Weil gerade auf dem Bau braucht man Dinge, wenn du gerade im Winter unterwegs bist, auch mal etwas auf Temperatur zu bringen. Klebstoff oder andere Dinge, um sie jetzt von meinetwegen 10 Grad Außentemperatur, wenn du sie im Auto hattest, dann so mal auf 20, 30 Grad hochzubringen, um sie besser zu verarbeiten. Und das hier für den Preis, also da wird man schon schwach. Hier bei Makita ist es so, dass wir hier natürlich eine ganz andere Klasse haben. Und im Grunde ist das eigentlich nur eine Sache, ein richtiger Kühlschrank. Und schon nach recht kurzer Zeit, ich habe das Ding genommen, ausprobiert, Akku rein und bin 20 Minuten später wiedergekommen. Das war ein relativ feuchter Tag, sodass die Luft auch entsprechend viel Luftfeuchtigkeit hatte. Und da habe ich gemerkt, dass hier innen drin sich schon Eiskristalle abgesetzt haben. Schon nach 20, 30 Minuten ist das Ganze hier so, dass es recht schnell runtergeht. Auch der Akku hält hier bedeutend länger, so mit 4, 5 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere. Ist es so, dass wir hier eine sehr lange Kühlleistung haben. Wohlgemerkt mit 2 Akkus, muss man natürlich dazu sehen. Und wenn man das alles als Gesamtpaket nimmt, ist das hier natürlich auch ein enormer Kostenfaktor. Wenn man überlegt, 450 Euro plus nochmal 2 Akkus, sind wir so bei 500, 550 Euro so um den Dreh. Das ist schon eine Menge Geld. Das heißt also, wir haben hier auch eine andere, aus meiner Sicht auch eine ganz andere Richtung oder Anwendungsrichtung. Das hier ist etwas, wo du sagst, okay, ich nehme es, kühle es vielleicht auch runter oder möchte es hiermit runterkühlen, habe eine Menge Akkus dabei und möchte einen noch längeren Zeitraum autark wirklich auf einer konstanten Temperatur halten. Was du wirklich machen kannst, du nimmst das Ganze, machst es an, gehst rüber in den Eisladen, kaufst dir jede Menge Eis, tust es hier rein und kannst sogar dein Eis mit wegtransportieren. Das ist sehr ungewöhnlich, das würde ich ihm hier nicht zutrauen. Ja? Er hält das so auf einer gewissen, relativ tiefen Temperatur, wenn er erstmal da unten gekommen ist, aber das würde ich hiermit nicht mitmachen. Hier ohne Bedenken. Ja? Es ist ja auch einstellbar auf minus 15 Grad, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist schon top. Also es ist aus meiner Sicht wirklich ein gutes Gerät, aber und das nochmal ganz wichtig, und das ist jetzt auch mein Schlusswort nochmal. Bedenke Folgendes, das sind alles Geräte für Werkzeugliebhaber. Im Zweitmarkt, von anderen Marken und so, gibt es bestimmt andere tolle Geräte. Gibt es wahrscheinlich auch günstige Geräte als das hier. Gibt es vielleicht dies und das und jenes. Aber wir gucken uns jetzt heute an, das Ganze für Werkzeugfans und für Werkzeugenthusiasten und die sagen, Makita finde ich toll, ich habe das Makita Akkusystem, ich möchte da bleiben oder ich bin hier im T-Stack-System von Dewald und so weiter und so fort. Ja. Und dafür muss ich sagen, sind alle Geräte hier interessant und für euch vielleicht genau für euren Anwendungsbereich genau die richtigen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Denkt dran, immer noch, du kannst die Metabo Box gewinnen. Ja.
Und wenn ihr noch Fragen habt und wenn wir nochmal andere Tests machen sollen, Langzeittests, bitte auch in die Kommentare. Jetzt aber ran an die Kühlbox oder ins Eis oder ins Bier und bis zum nächsten Mal.